Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für einen leckeren Schokoladen-Glühweinkuchen. Dafür habe ich hier als erstes eine Tafel Zartbitterschokolade einfach mit einem Messer grob in Stücke hacken. Als nächstes 350 Gramm Mehl, 50 Gramm Backkakao, ein halbes Päckchen Backpulver und eine Prise Salz in eine kleine Schüssel geben und mit einem Löffel verrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben. Danach eine Rührschüssel hernehmen, 4 Eier, 200 Gramm Zucker, 200 Gramm weiche Butter und ein Päckchen Vanillezucker hineingeben und dann alles mit einem Mixer oder einer Küchenmaschine für etwa 1 bis 2 Minuten verrühren, bis das Ganze weiß und schön cremig ist. Wenn das erledigt ist, kommt die Mehlmischung sowie 200 Milliliter Glühwein dazu. Alles abwechselnd zum Teig geben und dann unterrühren, bis Mehl und Glühwein komplett eingearbeitet wurden und ein richtig schöner und glatter Teig daraus entstanden ist, der schwer reißend vom Rührhaken fällt. Danach sind wir im Prinzip auch schon fertig. Jetzt kommt nur noch die Zartbitterschokolade dazu. Die Schokolade kurz unterheben und dann können wir den Teig auch schon abbacken. Dafür einfach in eine leicht gebutterte Kuchenbackform umfüllen. Ich habe mich heute für eine Gugelhupfform entschieden. Mit einer Kastenbackform funktioniert das aber auch ganz prima. Die Backform anschließend bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 50 bis 60 Minuten in den Backofen schieben, den fertigen Kuchen dann aus dem Ofen holen. Wer mag, kann jetzt noch die Stäbchenprobe machen. Sollte nichts mehr kleben bleiben, ist der Kuchen fertig. Ansonsten nochmal zurück in den Ofen schieben, den Kuchen anschließend etwas abkühlen lassen und dann vorsichtig auf eine Kuchenplatte oder einen Teller stürzen. Und so sieht der fertige Schokoladen-Glühwein-Gugelhupf dann aus. Zum Schluss noch mit etwas Puderzucker bestäuben und danach in Stücke schneiden und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.